Herzlich willkommen auf meinem Kanal Marcutti. Heute habe ich hier eine ganz tolle Kaffeemaschine und eine Gastronomie-Kaffeemaschine im Kleinformat, und zwar die Bar Cube. Die ist von dem Haus Caffina. Die gleiche Maschine Bar Cube gibt es aus dem Haus Melitta in Deutschland, und diese kleine Kaffeemaschine, die ist wirklich sensationell. Sie macht einen wirklich guten Kaffee und es gibt diverse Varianten von dieser Ausführung. Aber nach mehreren Jahren kann es sein, dass beim Einschalten dieser Bildschirm hier nur blau leuchtet und somit das Gerät nicht mehr einschaltet. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Man kommt am Morgen, will einen Kaffee machen und sie leuchtet nur noch blau. Was müsst ihr dann machen oder wie könnt ihr sie wieder reparieren, wieder zum Leben erwecken? Und diese Lösung möchte ich mit euch teilen. Nun, diese Maschine habe ich schon repariert und habe mir gedacht, ja, mach doch ein Video über das Ganze, da es sicher viele Kunden gibt in Deutschland oder in der Schweiz, die das gleiche Problem haben mit dem Display. Nun, mal schnell zum Zeigen, wie es aussieht. Ich schalte mal das Gerät innen ein und so sieht es aus. Wirklich nur ein blauer Bildschirm die ganze Zeit. Das ist das Problem. Jetzt nach der Reparatur leuchtet die Software auf und diese Maschine geht jetzt in den Standby mit dem Datum und Zeit, weil sie schon gereinigt ist. Die habe ich gereinigt komplett und abgeschaltet. Mit dem Schlüssel könnt ihr hier jetzt die Kaffeemaschine wieder einschalten. Und diese Maschine habe ich wirklich mit ganz wenig Geld repariert, und zwar mit rund 50 Cent habe ich diese Reparatur durchgeführt. Was müsst ihr machen, um diese Caffina Bar Cube 1 oder Cube 2 wieder ins Leben erwecken? Schaut weiter zu, ich zeige euch den Trick. Nun, jetzt öffnen wir mal die Bar Cube. Das Wichtigste zuerst, den Strom müsst ihr entfernen, sonst wird sie nicht geöffnet, die Maschine, das ist zu gefährlich. Dann öffnet ihr hier die Klappe und dann müsst ihr hier diese zwei Schrauben entfernen und den Deckel dann abheben, leicht seitlich drehen, so dass ihr zu diesem Stecker kommt hier. Dieser Stecker hier ist noch wichtig abziehen. Das ist für die Klappe, Reinigungsklappe hier zuständig, für die Reinigungstablette, und dann habt ihr sie schon offen oben. Dann die Seitenverschalung, könnt ihr hier diese Schrauben auch anlösen oder entfernen und dann diese seitliche Verschalung wirklich hinaufziehen. Die ist nur eingerastet und ist befestigt mit einem Erdungskabel. Das könnt ihr auch so entfernen. So, die Caffina Bar Cube ist jetzt offen und hier habt ihr den ECU und die Leistungselektronik und den Kolben und die Mahlscheiben. Also das Problem der Bar Cube ist hier diese Leistungselektronik, das Powerboard, die hat einen Fehler drauf und das verursacht dann den blauen Bildschirm. Die Maschine wird nicht eingeschaltet und sie spuckt und bleibt ständig blau. Nun, dieses Board ist abgedeckt mit einer Folie, da es wirklich hier hat der Strom drauf auf diesen Kühlrippen. Also wichtig, immer den Strom abziehen, stromlos arbeiten und dann zuerst diese Folie abnehmen. Manchmal ja, bricht sie hier, dann könnt ihr sie befestigen mit einem Klebeband. Das habe ich auch so gemacht, weil es ein bisschen diffizil ist, diese Folie zuerst zu entfernen. Nun, macht mit dem Handy ein Foto, wenn ihr ein bisschen unsicher seid,
wo die Kabel genau hin müssen. Ich habe mir auch ein Foto gemacht, aber es ist ziemlich steckfertig und ihr könnt es nicht vertauschen, aber sicher ist sicher. Macht ein Foto, also ihr müsst hier alles mal entfernen. Das mache ich jetzt. Und diese Stecker habe ich jetzt alle entfernt, auch dieser hier unten. Und hier hat es Imbusschrauben, 4 Stück, unten 2 und oben 2, diese 4 entfernen und so habt ihr das Powerboard in der Hand. Ja, das Board habe ich jetzt ausgebaut, eben mit einem 2,5 mm Imbus könnt ihr diese 4 Schrauben lösen und das Board, die Leistungselektronik, auf den Tisch legen. Wo liegt das Problem an dieser Elektronik? Ich habe lang gesucht. Ich dachte zuerst eine kalte Lötstelle und so weiter, aber es ist wirklich eine Kleinigkeit. Und zwar ist dieser senkrechte kleine Print zuständig für das Display und dieser kleine Kondensator, der hat den Geist aufgegeben. Ja, das war das Problem, dieser kleine Kondensator hier, der ist hier hineingelegt und noch verleimt mit so einer Masse, mit einer weißer Kittmasse. Den könnt ihr wirklich mit einem kleinen Schraubenzieher so herauswippen und die Lötstelle oder abschneiden und ihn herausziehen. Und dieser Kondensator ist defekt. Den müsst ihr ersetzen. Dieser Kondensator habe ich bei Konrad bestellt online und zwar den Elco 6,3 Volt Radial 1200 Mikrofarad und zwar dieses Modell hier und ihr müsst wirklich genau den baugleichen Kondensator kaufen, weil es ein Netzteil ist, ein sehr wichtiges Netzteil für die Parcoupe, also nicht irgendein anderes hineinmachen, bleibt bei diesen Werten, sonst könnte die Maschine wirklich Probleme machen. Zu beachten ist noch, hier habe ich schon einer eingesetzt, hier den Minuspol auf dieser Seite, auf der rechten Seite, wenn ihr die Platine so hinstellt. Wechselt dieses Elco aus und danach könnt ihr es wieder hineinsetzen in die Kaffeemaschine und ihr werdet staunen, sie funktioniert wirklich problemlos. Ja, ich hoffe, ich habe euch das Ganze ein bisschen näher gebracht und versucht, eine kleine, günstige Reparatur mit euch durchzuführen. Und ja, schreibt mir einen Kommentar, wenn es geklappt hat oder gebt mir ein Like. Das würde mich sehr freuen. Euer Marcutti. Tschüss, bis bald.